Kennst du das? Dein unteren Rücken oder Gesäß tut weh, wenn du länger Zeit sitzt oder beim Aufstehen? Und beim Schuhebinden kommt so plötzlich ein stechenden Schmerz im Rücken? Vielleicht hast du schon mal gehört, das ist das piriformis Syndrom. Dehne einfach den Piriformis. Aber Vorsicht, nur dehnen hilft meistens nicht. Und ich zeige dir heute, wie du das testen kannst, ob der Piriformis wirklich daran schuld ist, dass du Schmerzen hast, warum Dehnen alleine oft nichts bringt und wie du die Schmerzen wirklich lindern kannst. Und wenn du jemanden kennst, der ständig Ischiasschmerzen hat, zeig ihm dieses Video. Er wird es dir danken. Kommen wir jetzt zu dem Piriformis-Muskel, dem kleinen, aber mächtigen Muskel tief ins Gesäß. Er ist dreieckig und flach und verläuft von deinem Kreuzbein bis zum Oberschenkelknochen, den sogenannten Trochanter. Der Piriformis gehört zu den Außenrotatoren der Hüfte, also zu den Muskeln, die dein Bein nach außen dreht. Wenn die Hüfte gebeugt ist, hilft er bei dem Abspreizen des Beines. Und noch spannender, wenn du auf das Bein stehst, stabilisiert der Piriformis dein Becken und Oberkörper, damit dein Rumpf beim Gehen oder Stehen nicht ständig zur Seite wegkippt. Der Ischiasnerv verläuft sehr häufig direkt unterhalb oder manchmal sogar zwischen den Piriformis-Muskel. Früher dachte man oft, der Muskel ist zu kurz und klemmt deshalb der Nerv. Und die Lösung? Endloses Dehnen. Aber pass auf, es gab sogar eine Studie, in der bei Patienten mit Piriformis-Syndrom der Muskel chirurgisch durchtrennt wurde. Und was ist passiert? Die Beschwerden waren nicht unbedingt weniger. Das zeigt, die Länge des Muskels ist nicht alleine die Ursache für deine Beschwerden. Also, Dehnen alleine hilft nicht. Aber woran liegt es denn wirklich? Klar, der Piriformis kann den Ischiasnerv reizen, aber nicht unbedingt, weil er zu kurz ist. Vielmehr liegt es oft daran, dass der Muskel nicht belastbar genug ist. Wir sitzen zu lange, trainieren ihn viel zu selten, aber wir verlangen von ihm dann plötzlich, dass er kräftig und stabil ist, wenn wir längere Zeit laufen oder stehen wollen. Das klappt einfach nicht. Und genau deshalb meldet dein Körper Schmerz. Kurz gesagt, der Piriformis ist überlastet, arbeitet gegen seine eigenen Schwäche und genau diese Überlastung verursacht dann die Schmerzen. Bevor ich dir zeige, wie du den Muskel stärken und gleichzeitig seine volle Beweglichkeit erreichst, musst du erst herausfinden, ob der Piriformis überhaupt der Verursacher für deine Ischiasschmerz ist. Und das kannst du ganz einfach mit diesem Test bestätigen. Also, legen wir los. Leg dich auf die Seite mit der schmerzhaften Seite nach oben. Deine beiden Beine sind angewinkelt in ungefähr 60 Grad Beugung in der Hüfte und auch 60 Grad Beugung im Knie. Das untere Bein solltest du jetzt strecken. Du streckst sie nach unten, aber auch gleichzeitig nach hinten, so dass das obere Knie nach unten Richtung Boden fällt. In dieser Position achtest du aber ganz doll darauf, dass dein Becken nicht auch mit nach vorne fällt, sondern vom Rumpf her bleibst du stabil. In dieser Position ist der Piriformis-Muskel schon in einer Spannung drin. Wenn dein Ischias richtig gereizt ist von diesem Muskel, dann wirst du schon diese typischen Schmerzen spüren. Die Ausstrahlung Richtung Bein, das Taubheitsgefühl oder Kribbel oder deine unteren Rückenschmerzen. Um die Aussagekraft von diesem Test noch zu verstärken, kannst du dann versuchen, der Unterschenkel noch nach oben Richtung Decke zu bewegen. Wenn du den Unterschenkel nach oben drehst, dann dreht sich deine Hüfte gleichzeitig nach innen. Wichtig ist, achte, dass dein Becken stabil bleibt. Und das erhöht noch mehr die Spannung auf dem Piriformis. Wenn du Schmerzen hast,
dann ist der Test positiv und der Piriformis hat einen großen Einfluss auf dein Ischias-Beschwerden. Falls du dadurch deine Schmerzen nicht auslösen kannst, dann ist es wahrscheinlich eine andere Ursache für deine Beschwerden. Für die erste Übung solltest du dich mit dem Oberkörper leicht vom Boden hochheben. Du stützt dein Gewicht auf deinen Ellenbogen und deine Beine, die sind jetzt hüftbreit auseinander. Die Seite, die du trainieren willst, bei mir jetzt halt die linke Seite, die spreizt du ein kleines bisschen weg von dem Körper. Die andere Seite, die bleibt fest mit dem Fuß auf dem Boden stehen, damit du von dieser Seite das Becken stabilisieren kannst. Dann streckst du die Hüfte ein kleines bisschen, bleibst aber mit den 90 Grad im Knie. Und von dieser Position aus wirst du versuchen, dein Knie zuerst nach innen drehen. Nutze den Unterschenkel als Hebel. Beweg dein Knie nach innen Richtung Boden. Wichtig ist, dass hier der Po nicht so weit von dem Boden hochhebt, sondern du versuchst, Knie nach unten zu bringen, gleichzeitig aber stabil mit dem Becken auf dem Boden zu bleiben. Du wirst tief im Gesäß diesen Muskel auch spüren. Bewege es einmal nach innen und dann, wie der Piriformis halt macht, bringst du das Bein in eine spreizende Position und drehst die Hüfte dann nach außen. Auch hier versuche das Knie nach unten Richtung Boden zu bringen, ohne dass die andere Gesäßhälfte vom Boden hochhebt. Dafür lässt du Bein und Fuß, so Bein stabil, Fuß fest auf dem Boden und die Seite, die du trainieren willst, die wirst du dann einmal nach innen drehen, der Unterschenkel als Hebel, du bewegst Knie nach unten Richtung Boden weg und dann Bein spreizen und auch nach außen drehen, ohne dass das andere Beckenhälfte vom Boden hochhebt. 15 bis 20 Wiederholungen solltest du hier durchführen. Achte auf die korrekte Ausführung von der Übung, weil genau das kann dann den größeren Unterschied machen. Es geht eher um die Qualität. Wenn die Bewegungsausmaß bei dir nicht so weit ist, ist es nicht schlimm. Aber versuche sauber zu arbeiten, damit du gezielt auch diesen Muskel bearbeiten kannst. Die Übung Nummer 2. Wie gesagt, der Piriformis, der spreizt deine Hüfte und wenn das Bein gestreckt ist, macht er auch vor allem eine Außendrehung der Hüfte. Und genau diese Bewegung werden wir jetzt in Seitenlage durchführen. Du legst dich auf die Seite hin, Oberkörper ist abgelegt, deine Beine, die bleiben erstmal in einer Linie mit deinem Körper. Schulter, Hüfte und Knien, die sind alle in einer Linie. Jetzt lässt du das untere Bein gebeugt, weil das wird dir dabei helfen, dass du ein bisschen stabiler auf dem Boden bleibst. Das obere Bein, da wo du auch die Schmerzen hast, das sollst du jetzt strecken. Als erstes achte darauf, dass du schön in der Linie bleibst und dein Becken nicht nach vorne wegrollt, sondern stabil mit dem Rumpf in eine Linie ist. Um mehr Stabilität von oben her zu holen, kannst du auch gerne deine Hand auf dem Boden platzieren. Drehe als erstes deinen Fuß nach oben Richtung Decke, so dass dein Fuß nach oben Richtung Decke schaut und die Kniescheibe auch etwas mehr nach oben gerichtet ist. Bleibe in dieser Position und hebe dann das Bein nach oben hoch, um sie dann langsam wieder zu senken. Achte aber darauf, dass du das Bein nicht nach innen drehst, sondern der Fuß bleibt die ganze Zeit nach oben Richtung Decke gerichtet, auch die Kniescheibe bleibt eher nach oben gerichtet und du spreizt die Hüfte hoch und wieder runter. Bleibe die ganze Zeit in der Spannung, so dass du die Muskulatur die ganze Zeit bearbeitest. Hoch und runter, ohne dass das Becken zu weit nach hinten wegkippt. Das Becken versuchst du gerade nach vorne zu lassen, Fuß nach oben zur Decke, heben und senken. Heben und senken.
10 bis 12 Wiederholungen solltest du durchführen können und im besten Fall 2 bis 3 Serien. Das Wichtigste bei dieser Übung ist, dass du darauf achtest, dass die Hüfte nach außen gedreht ist und dass dein Fuß Richtung Decke zeigt. Wenn dir dieses Video gefällt und du mehr lernen möchtest, wie du von zu Hause aus einfach Übungen machen kannst, die deine Schmerzen lindern, dann abonniere meinen Kanal. Hier zeige ich dir jede Woche neue Übungen für deine Gesundheit. Und weiter geht's mit unserer dritten und letzten Übung. Dafür solltest du dich hinstellen. Du stellst dich hin, am besten neben einer Wand, ungefähr so 40 cm, 30 cm von der Wand entfernt, und du lehnst dich an der Wand so ein kleines bisschen an, damit du deinen Körper so ein bisschen in so eine Seitlage und so eine Seitenneigung bringen kannst. Die Seite, die du trainieren willst, die schmerzhafte Seite, die sollte oben sein, mit dem Fuß jetzt frei. Dann biegst du das Knie, spreizst du das Bein und dein Knie bleibt jetzt in 90 Grad. Und in dieser Position aus solltest du dann die Hüfte nach außen drehen, Knie Richtung Decke, und dann aber auch nach innen drehen. Knie nach außen drehen, in der gespreizten Position, und dann wieder nach innen drehen. Dieses Innendrehen sorgt dafür, dass du in der vollen Bewegungsausmaß von der Muskulatur trainierst. Du bringst den Muskel komplett in die Dehnung rein und dann bei der Anspannung die volle Kraft ausnutzen kannst. Behalte das 90 Grad, drehst nach innen und dann wieder nach außen weg. Bleib stabil auf deinem anderen Bein stehen. Auch da wirst du nun hochwahrscheinlich die Hüftmuskel gut spüren können. Und ebenfalls 12 bis 15 Wiederholungen solltest du von dieser Übung durchführen. Es schadet nie, beide Seiten zu trainieren, um im Gleichgewicht zu bleiben. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Wenn du Ischiasschmerzen hast, dann probier diese Übungen aus. Die können dir gut dabei helfen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns weiter bei dem nächsten Video. Ciao!